Hallo zusammen! Heute in meinem Video zeige ich, wie man einfach das Herz mit Jasminmuster häkelt. Meine Anleitung ist universell. Sie können beliebige Größe damit häkeln. Ich erkläre, wie das alles funktioniert. Gehäkelt habe ich einfach mit Discount-Wolle. Ich weiß nicht, wie das heißt mehr. Häkelnadel 2,5 benutzt und man braucht einen Maschenmarkierer. Bevor wir starten, möchte ich euch kurz erklären, wie das Herz so aufgebaut ist. Man häkelt zuerst ein Dreieck. Es ist egal, wie groß das Herz sein soll. Man fängt unten an und häkelt in Hin- und Rückreihen hoch, bis die gewünschte Höhe von Dreieck erreicht ist. Zum Beispiel hier waren 4 Reihen, hier waren 6 Reihen, hier sind 8 Reihen, also bis hierhin. Dann häkelt man ersten Halbkreis, dann der zweite Halbkreis. Erste Reihe, 2 Luftmaschen, die zweite Luftmasche festziehen. In der ersten Reihe häkeln wir 3 Blätter. Einzelne Blatt und dann 2 Blätter zusammen. Ziehen Sie ein bisschen raus, also 1 cm oder 1,5 ungefähr so. Drauflegen in die erste Masche. 1, 2 und die dritte Mal. Sie können variieren, wie viel Mal ihr das macht. 3, 4 oder 5. Je dünner Garn, desto mehr müsst ihr reinlernen. Faden halten. Alles durchziehen. Unter dieser Faden Masche rausziehen. Die 2 abhäkeln und eine Luftmasche häkeln. Ein bisschen fester ziehen. Das ist der eine Blatt. Jetzt häkeln wir 2 Blätter, rausziehen, drauflegen, hier in dieser Stelle. 1, 2, 3. Dann gehe ich hier rein in diese Öffnung. Drauflegen und auch 3-mal hier lernen. Und das alles abhäkeln. Halten, langsam durchziehen, unter dieser Faden, Masche rausziehen, abhäkeln, eine Luftmasche direkt, bisschen nachziehen. So, schauen Sie, wir haben jetzt 3 Blätter. Das ist Reihe Nummer 1. In der Reihe Nummer 2 häkeln wir einzelne Dreier, dann Zweier. So, ziehen Sie ein bisschen raus, einzelne hier direkt. Nächste kommt Dreier. Hier oben, hier unten und am Ende. Jetzt hier runter gehen wir. Alle 3 auf einmal abhäkeln. Passen Sie auf, dass die alle Maschen hier durch sind. Falls irgendwelche Masche wegläuft, einfach alles aufmachen und von Anfang an wieder. Also jetzt abhäkeln und eine Luftmasche nachziehen. Und die letzte ist Zweier. Hier und da am Ende.
die zwei zusammen abhäkeln. Eine Luftmasche nachziehen. Wer mag, kann jetzt eine Maschenmarkierer nehmen und markieren Sie das unten. Das ist die Spitze von unten. Wir können so orientieren, braucht man auch nicht zu markieren. So, weiter geht's einfach. Egal wie viele Reihen ihr häkelt, es wird nur dasselbe Prinzip sein. Als erstes fängt man immer mit 1 an, also umdrehen, häkelt man 1. Dann je nach der Reihe, wie viel Stück hier weiter, da häkelt er 3, 3, 3 und als letzte ist 2. Also die 3 Anzahl wird nach einfachster Formel, zum Beispiel in der Reihe Nummer 3 jetzt, brauche ich 2 Dreier. Also Nummer von der Reihe minus 1. In der Reihe Nummer 5 häkle ich 4 Dreier und so weiter. Also können Sie kontrollieren. Und wie zählt man Reihen, ist auch einfach von der Seite 1, 2. Jetzt haben wir 2 Reihen gehäkelt hier. Die ist 2 und hier ist 2. Gut, bei Dreieck ist es alles gleich, alle Seiten sind gleich. Wenn Sie auch irgendwie Pause brauchen, zur Seite legen und haben nicht markiert, Hauptsache alle Reihen sind fertig und können Sie egal von welcher Seite weiter häkeln, so rum oder so rum, es ist alles gleich. Also ich habe markiert, ich weiß, dass unten ist, drehe ich so rum und häkle jetzt Reihe Nummer 3. So wie gesagt, anfangen immer mit 1. In der Reihe Nummer 3 sind zweimal die Dreierblätter. Also oben, unten und die nächste unten. Jetzt alle 3 auf einmal abhäkeln. Und Luftmasche immer nicht vergessen, ein bisschen nachziehen. So, jetzt der zweite Dreier. Hier oben, hier unten und am Ende. So sieht das aus und die letzte ist 2 hier oben und hier am Ende. So sieht das jetzt aus. 3 Reihen sind fertig. Nachzählen 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Können jedes Mal überprüfen, ob alle Maschen gehäkelt sind. Wenn hier zum Beispiel wäre 2 Maschen, dann wisst ihr Bescheid, dass noch eine Masche kommt. Also beziehungsweise die 2 Blatt kommt. So, Reihe Nummer 4. Genau dasselbe dreht man rum. Fängt man mit 1 an, hier, dann 3 mal die Dreier und am Ende ein Zweier. Es wird nichts anderes passieren, immer mit einer anfangen.
Dann benötigte Dreieranzahl. Also Sie wissen ja, in der Reihe Nummer 4 minus 1 sind 3 mal die Dreier. Und am Ende dann kommt eine 2. Immer schauen Sie oben, unten die nächste. Es geht immer nach der Reihe. Also oben, unten die nächste, oben, unten die nächste. So, weiter macht ihr selbstständig noch 2 mal 3 und am Ende eine 2. Also schauen Sie, ich habe Pause gemacht. Ich weiß nicht, welche Masche gerade muss ich häkeln. Ich zähle die Reihen. Ich bin in die 4. Reihe. 1, 2, 3, 4. Hier ist richtig. 1, 2, 3, 4. Hier ist richtig. Aber oben sind nur 3. Also das heißt, oben soll noch eine Masche kommen. Also wenn hier sind 4, oben 3, das heißt, das ist allerletzte 2. Oder schauen Sie so rum. Anfang erste immer, das wisst ihr, immer erste 1, dann kommt 3. 1, 2, 3, einmal, 1, 2, 3, zweimal, 1, 2, 3, dreimal. Also in die Reihe Nummer 4, 3 mal die 3. Dann ist alles richtig. Allerletzte ist nur 2. Und ich häkel mal oben und hier unten. Also wir bekommen oben das 4. Blatt und unten bleibt die 4. Blatt. Je nachdem, wie groß euer Herz sein soll, man kann nach jeder gerade Reihe aufhören. Hier ist Beispiel, nach der 4. Reihe sind hier 4 Maschen, die sind gut teilbar zur Hälfte, 2 und 2. Kann man nach der Reihe Nummer 6 aufhören, dann wird hier 3 und 3 und so weiter. Nummer 8, 4 und 4. Hauptsache, das wird geteilt, also in gleiche Teile wird hier sein. Hier ist dann nach der 4. Reihe aufgehört, dann ist so eine kleine Herzchen. Und diese Herz habe ich nach der 6. Reihe gehäkelt. Dann sieht das schon so aus. Wenn ihr nach 4 Reihen aufhören, spülen Sie ein bisschen vor. An der Stelle, wo zeige ich diese Halbkreise hier. Es ist auch derselbe Formel, also nicht so wie Dreieck, das ist eine andere eigene Formel und der passt zu jedem Größe dann. Und hier häkle ich weiter, dreht man rum und genau dasselbe jetzt. Erstmal einzelne, dann, das ist die Reihe Nummer 5, das heißt, ich brauche 4 mal 3 und am Ende eine 2. Ich habe 3 mal jetzt 3 gemacht. Zeige ich noch einmal die letzte 3 und die 2. Also merkt ihr, 3 kommt immer oben, unten und die nächste. Egal ob ihr hier anfängt, oben, unten, die nächste. Oben, unten, die nächste. Also 3. Und jetzt die allerletzte, die 2, oben und am Ende.
Für Anfänger rate ich, nach jeder abgeschlossenen Reihe Anzahl von den Blättern überprüfen. Also jede Seite soll gleich sein. Ich häkle weiter bis zur Reihe Nummer 8, also inklusive Reihe Nummer 8, wo ich die Blätter 4 und 4 teilen kann. Also es wird ein bisschen größere Herz sein. Und wer braucht das schriftlich? Jede Reihe, wie viele einzelne Dreier und Zweier, schauen Sie unten in Beschreibung. Ich habe jede Reihe bis inklusive Reihe Nummer 12 aufgeschrieben. Also, ihr häkelt so viel Reihen, wie viel ihr braucht. Manche haben vielleicht schon bei 4 aufgehört. Und treffen wir uns dann. So sieht 8 Reihen aus. Ich habe Maschenmarkierer in die Mitte eingesetzt. Hier sind 4, hier sind 4 Blätter. Als nächstes häkeln wir diese Halbkreise. Also bei diesem Herz sind 6 Reihen hier und dann habe ich mit Halbkreis angefangen. So. Hier ist auch einfach. Also als erstes einen Halbkreis, danach gehen wir runter und häkeln wir den anderen. Schema ist dasselbe, immer das gleiche. Bei jedem Halbkreis, man fängt mit Zweier an und alle anderen sind Dreier. Dann dreht man rum und weiter. Zweier, Reste Dreier. Mit jeder Reihe wird das weniger und weniger. Und wer häkelt mit 4er Reihe hier, zum Beispiel kleine Herz. Es wird nur eine Reihe hier geben, also erstmal Zweier, dann die Dreier. Dann geht man schon die andere Seite. Bei dem 6 hier Blätter, dann wird 2 Reihen sein. Erstmal Zweier, zweimal die Dreier, dann umdrehen, Zweier und hier einmal die Dreier. Und hier wird bei mir dann auch dasselbe. Erstmal Zweier und dann die Dreier. Und weiter 3 mal die Dreier. Wie immer. Oben, unten die nächste. Dann weiter geht genau dasselbe. Oben, unten die nächste. Die letzte Dreier war in dieser markierten Stelle. Jetzt dreht man rum. Und hier genau dasselbe. Erstmal die Zweier. Danach 2 mal die Dreier. Weiter geht's, umdrehen, einmal die Zweier, einmal die Dreier. So sieht das fertig aus. Sie können auch überprüfen, ob alles richtig hier gehäkelt. Indem schauen Sie, da sind Blumen. 1, 2, 3, hier sind 2, hier ist eine Blume. Und jede Blume soll 6 Blätter haben. Also wenn das alles richtig, 6 Stück, dann ist perfekt. So, jetzt müssen wir runter bis zu dieser Stelle. Klar kann man Garn abschneiden, verknoten und hier anfangen. Aber ich zeige euch einen Trick, wie man das vermeiden kann. Indem ich gehe einfach runter, eine Kettmasche, eine feste Masche. Dann wieder bis zur nächsten runter. Hier erstmal Kettmasche, dann eine Luftmasche nachziehen und noch einmal runter, Kettmasche, Luftmasche. So, jetzt sind wir unten.
und häkeln mir genau dasselbe, was auf die Seite war. Auch mit 2 anfangen, dann 3 mal die 3 umdrehen, 2 anfangen, 2 mal die 3 umdrehen und die letzte Reihe wie jetzt gerade, einmal die 2, einmal die 3. Und die 2 fängt man hier an, genau bei dieser Mitte. Dann geht in die nächste hier. Jetzt 3 mal die 3. Wie immer oben, unten die nächste. So sieht jetzt mein Herz fertig aus. Wer mag, kann auch Herz mit Festmaschen umhäkeln. Wie das funktioniert, können Sie bei einem anderen Video von mir anschauen, und zwar beim Stern. Link dazu stelle ich unten in Beschreibung. Und hier brauche ich keine Aufhänge, zum Beispiel in der Mitte. Wenn man kleine Herz häkelt, kann man den aufhängen. Ich habe einfach Garn abgeschnitten, einen Knoten bilden und ein paar Maschen so runterziehen und verstecken. Und das war's, meine Herzchen sind fertig. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Abonnieren Sie meinen Kanal, schreiben Sie mir einen Kommentar. Über eure Likes werde ich mich besonders freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!